Ja, hallo zusammen, mein neues Projekt. Schaut mal hier, jede Menge Platz. Beweglich. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaut euch das Video an und wenn es euch gefällt, ich würde mich über ein Abo freuen. Ja, hallo zusammen, willkommen in meiner Chaoswerkstatt und bei meinem Versuch, das Chaos zu reduzieren, vielleicht zu beseitigen, mal gucken. Es geht um Folgendes. Da hinter mir die Wand, die habt ihr wahrscheinlich schon mal in anderen Videos gesehen, da war sie noch chaotischer als jetzt. Und da soll jetzt die Werkbank hin, die ihr wahrscheinlich gerade im Intro gesehen habt. So hoffe ich doch. Und ich nehme euch jetzt mal mit in den Bau rein und das Ganze wird wahrscheinlich ein Mehrteiler werden. Das wird wahrscheinlich für einen Teil zu viel werden. Und ja, die ersten Vorbereitungen sind auf jeden Fall jetzt dran. Ich zeige euch mal, was abgeht. Hier habe ich erstmal Konstruktionshölzer, Kanthölzer, Dachlatten, nennt es wie ihr wollt. Sowas kann man sich im Baumarkt holen. Ich hatte halt jetzt noch ein paar angeschnittene Bohlen da, deshalb habe ich mir die gerade klein gemacht. Die sind jetzt hier im Moment 72 mal 32, aber das ist gar nicht so genau, ob die jetzt 60, 70 oder 80 Millimeter breit sind, ob die jetzt 25 oder sagen wir mal 30 sollten sie schon vielleicht haben, Millimeter stark sind oder stärker sind. Das ist egal, weil die Werkbank soll komplett fahrbar sein. Und das heißt, ich mache jetzt erstmal so eine Art Unterkonstruktion, so eine, ja, wie gesagt, hier aus diesen Hölzern. Und da kommen Rollen drunter. Da habe ich, Moment, hier die Rollen. Die sind 52 Millimeter hoch und haben eine Tragkraft pro Satz, also ein Satz sind 4 Stück von 160 Kilo. Und ich habe mir 2 Sätze geholt, also 320 Kilo. Das sollte locker reichen für das Projekt. Außerdem wird die ja nicht dauernd hin und her gefahren, sondern höchstens also so ab und an mal, wenn man dahinter sauber machen will oder auch beim Bau, um dann vernünftig hinten an die Luftabsaugskonstruktion dran zu kommen. Naja, aber da soll das Ding hin. Ich lege einfach mal los. Ich werde am Anfang ein paar größere Schritte machen, um euch nicht zu sehr zu langweilen. Diesen unteren Rahmen, den mache ich jetzt einfach mit Lamellos oder Querholzblättchen, wie man es fachlicher eher sagt, zusammen. Dübeln wäre natürlich noch stabiler, aber andererseits ist es so, wenn ich praktisch 2 Lamellos übereinander setze, ich kriege da so viel Stabilität rein und außerdem habe ich nachher nur eine Belastung, die von oben kommt. Also von daher ist das mehr als gut genug. Nebenbei meine wunderschöne Werkbank, auf der ich hier arbeite, wo ich mir alles draufspannen kann. Die findet ihr auch bei den Videos. Also ich verlinke euch die hier unten drunter nochmal, weil die hat sich wirklich als super gut, super praktisch erwiesen. Man kann da richtig gut drauf arbeiten, alles festspannen. So, das war genug Werbung in eigener Sache. Wir sehen uns wieder, wenn der Rahmen zusammen ist. So, hier ist das Ganze jetzt zusammengeleimt. Nicht, dass ihr euch hier wundert mit der Aussparung. Den einen Schrank lasse ich sozusagen bis zum Boden durchgehen. Da wird dann der Kompressor, der fahrbare Kompressor einfach reingeschoben, dann ist er auch aus den Füßen raus. Das ist hier der Kollege. Ja, Rollen habe ich mir noch ein paar nachbestellt, noch 4 Stück. Ich habe beschlossen, da kommen mehr drunter. Die kommen aber auch heute an. Und dann geht's, also erstmal kommen jetzt die Rollen drunter, dann räume ich die Ecke fertig auf und dann kommt das Teil da auf den Boden und dann kommen da nach und nach die Korpusse drauf. So, seht ihr, jetzt habe ich hier die ganze Unterkonstruktion fertig. Die Rollen sind eben gekommen, die letzten. Ja. Ich bin jetzt hier bei einer Tragkraft von fast einer halben Tonne, rein rechnerisch über die Rollen, also doppelt so viel wie ich brauche, aber ich habe lieber ein paar Rollen mehr drunter und das Ding ist nachher auch wirklich trotzdem gut beweglich. Darum geht es mir einfach. Einfach, dass ich es von der Wand wegschieben kann, wenn ich mal sauber machen will, wenn ich dahinter was zu erledigen habe. Ja, lieber mehr als weniger. Und hier, ne, das ist ja die Ecke, wo der Kompressor reingeschoben wird. Das sind die unteren Böden von den Korpussen, die oberen Traversen. Das sind die Seiten. Wie ihr seht, alles USB. Ich versuche das Ganze ja auch recht kostengünstig zu bauen
Und da ist USB nun mal konkurrenzlos. Ich habe jetzt 18 mm USB-Platten geholt. Das ist auch stabil genug für alles. Ich baue im Ganzen 5 Korpusse. Und ja, da fange ich mal langsam mit an und nehme euch nachher nochmal mit dabei. Ja, was die Arbeit auf jeden Fall richtig erleichtert, hier, das ist die Werkbank. Ich habe bis vor ein paar Wochen oder ja, mittlerweile sind es schon 3 Monate, glaube ich, oder 2 Monate, immer auf Böcken gearbeitet und die Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Also eine gute Werkbank mit einem Lochraster drin und sowas und die richtige Arbeitshöhe hat, macht das Leben doch bedeutend leichter. Auch jetzt hier beim Zusammenbau, da habe ich mir einfach hier überall die Hunde reingemacht. Und so habe ich alles stabil. Gerade hier die Kante vorher noch ein bisschen getaped, damit ich mir die gute Werkbank nicht verschmiere. Und so kann ich dann alles dann nachher schön ansetzen, leimen und zusammen machen. Und ja, das sollte eigentlich recht flott gehen jetzt mit den Korpussen. Ja, wie ihr seht, bin ich schon ganz gut weitergekommen. Die Schränke stehen soweit, die müssen jetzt noch gekoppelt werden, ein bisschen ausgerichtet werden, aber das ist nur minimal. Und wenn ihr euch fragt, wie lange das gedauert hat, das ging recht flott. Also ich würde mal sagen 10 Minuten, Viertelstunde pro Korpus, um die so zusammenzumachen. Warum ging das so schnell? Ich habe sie nicht geschraubt, ich habe sie geleimt und geschossen, ganz einfach. Ordentlich Leim dran, 40er Nägel, also für den Schussapparat. Thema erledigt. Wenn die mal gekoppelt sind und stehen, passiert da eh nichts mehr mit. Ob geschraubt oder genagelt. Ja, Schrauben ist ein bisschen cooler, ist ein bisschen schöner. Sieht doch eh nachher kein Arsch. Ja, und ja, wie gesagt, das sind jetzt die nächsten Arbeiten, die ich mache. Das Ganze, wie gesagt, ein bisschen ausrichten, zusammenschrauben. Die Korpusse sind auch richtig schön winklig. Ich habe es eben schon mal direkt nachkontrolliert, einen Winkel reingehalten. Jetzt kommt allerdings danach nachher natürlich noch eine Rückwand rein. Aber später. So, das Ganze ist jetzt komplett am Stück und schon fahrbar. Ganz wichtiger Punkt noch, wenn ihr die Korpusse ohne Rückwand zusammenschraubt, damit die schön im Winkel sind, macht euch eine Platte, die ganz genau winklig ist. Die schraubt ihr dann in die Ecke rein und dann koppelt ihr die erst. Und danach halten die sich gegenseitig winklig. Also das ist ganz wichtig, ne? Dass er wirklich zusammenkommt. Und wieso habe ich das jetzt so rum gemacht und nicht erst die Rückwand reingeschraubt? Wegen den Schubkästen. Ich komme viel besser an die Schubkastenführungen ran. Ich kann viel besser schrauben. Ich komme von vorne, oben, hinten, überall dran. Und das macht mir die Arbeit einfach ein bisschen leichter. So, jetzt bin ich an den Schubkästen dran. Aber dazu mache ich ein separates Video, wie ich die Schubkästen baue. Ja, das wird jetzt zu viel, um das jetzt hier in eine Werkbank reinzupacken. Ich habe hier schon die Schubkästen, die Schubkästen zugeschnitten, zumindest teilweise. Die Böden muss ich noch zuschneiden. Ich werde ganz bewusst verschiedene Führungsschienen benutzen. Also ich werde einmal Vollauszüge nehmen und einmal werde ich ein einfaches Holzsystem benutzen. Dann könnt ihr auch einfach mal sehen, wie die Unterschiede sind. Ich sage euch da auch was ein bisschen zu den Preisen und sowas. Ne? Da kann man auf jeden Fall Geld bei sparen. Man muss sich halt überlegen, was brauche ich, was will ich. Ne? Das ist immer so der wichtigste Spruch. Was brauche ich, was will ich. Okay, ich baue jetzt mal Schubkästen und dann sehen wir uns später wieder. Das ist jetzt der aktuelle Stand der Dinge. Die Schubkästen sind jetzt erstmal soweit drin. Natürlich fehlen die Blenden noch, die werden heute noch gemacht. Und die Rückwand ist noch nicht dran, aber da die Schubkästen jetzt montiert sind, ist der nächste Schritt dann die Montage der Rückwand. Dass wir da mal auch alles hinten zu haben. Ja. Und dann werde ich mich erstmal an die Schubkasten wieder dran geben. Das hier
sind alles Schubkastenblenden. Da bin ich gerade eine Schranktür am Verleimen. Da liegt noch eine Schranktür im Leim drin. Ich wollte eigentlich die Fronten alle aus Fichte machen, aber ich hatte von dem alten Projekt noch Erle da übrig. Also gibt es jetzt Erletüren. Das ist zwar schon ein bisschen drüber, wahrscheinlich mehr möbelmäßig schon, aber mein Gott, sie war halt da. Sie hat nichts gekostet, also günstiger geht's nicht. So, wie ihr sehen könnt, sind wir schon einen ganzen Schritt weiter. Die Schubkastenblenden sind alle montiert. Ich warte jetzt allerdings noch auf die Griffe, die sollten heute kommen. Und ich musste dringend einen neuen Bohrer haben für die Topfbänder. Der alte, das hatte ich ganz vergessen gehabt. Der war so gar nichts mehr. Also da musste ich halt auch noch einen neuen haben, der kommt auch heute. Also die Türen werden heute noch montiert, die Griffe werden heute noch montiert und dann ist das Thema mit den Schubkästen soweit durch. Aber das ist ja in dem anderen Video zu sehen. Und jetzt geht es an die Arbeitsplatte. Wie ihr sehen könnt, ich mag einfach das Siebdruckzeug. Klar, man sieht den Dreck besser drauf. Aber das ist halt wie manche Leute schwarze Autos mögen. Es ist halt schon geiler. Und damit ich mich nicht umbringe, muss ich hier Rundungen dran machen. Und ich habe echt keine Lust mehr darauf, mir eine Klebebandrolle oder ähnliches hier drauf zu legen, hier ne, zu zeichnen, zu schneiden und dann irgendwie das Ganze beizuschleifen irgendwo. Das geht alles besser und schneller. Deshalb habe ich mir hier die Dinger geholt. Die gibt es halt in verschiedenen Radien, die stehen halt immer schön drauf. Wenn viel übersteht, wie hier, würde ich gerade die Ecke mit der Stichsäge kurz ein bisschen wegkappen. Und dann tut man eigentlich mit der Oberfräse, mit dem kleinen Anlaufring, also mit dem Bündigfräser, einfach hier dran vorbeifräsen. Und schon hat man eine perfekte, in dem Fall 30er Rundung. Die kommen dann ja, an die 4 Ecken dran. Und hier vorne bei der Platte, die weiter raussteht, das ist ja, weil die Säge so weit auslegt, da kommt hier wahrscheinlich eine recht große Rundung dran. Das ist ein bisschen so der Plan. Ich will aber noch mal genau gucken, wenn ich die Säge draufstehen habe, wo der Fuß von der Säge rauskommt. Vielleicht passe ich mich auch genau der Rundung an und mache praktisch, Moment, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, dann kann man es besser sehen, und mache stattdessen so eine geschwungene Rundung rein. Mal gucken, weil ich will halt hier schon nicht zu viel im Weg stehen haben. Ich muss nachher mal gucken, was besser aussieht. Ja, da muss ich einfach mal schauen. Vielleicht auch hier so eine ganz flache Rundung. Also irgendwas, was schön fürs Auge ist und halt auch praktisch ist. Und hier könnt ihr jetzt auch noch mal sehen, wieso ich hier einen Vollauszug drunter habe. Einfach weil die Platte weit raus steht. Und selbst wenn hier nachher noch was wegkommt, hier macht der Vollauszug einfach absolut mehr Sinn. Und die Säge ist dann so eingelassen nachher, das muss ich dann vielleicht noch einen Millimeter oder was nachrichten, dass die Fläche und die Fläche mit dem Sägetisch bündig ist. Das ist so der endgültige Plan. Ja, ich bin gerade spontan sehr begeistert von den Rundungsfräsern. Ich habe die gerade zum allerersten Mal genutzt, also auch keine Probefräsungen gemacht. Ich zeige euch mal, was da rausgekommen ist. Schaut mal hier. Das nächste Mal würde ich die Oberfräse einen kleinen Ticken langsamer laufen lassen. Aber da ich sowieso noch mal ein bisschen kurz drüber schleife und außerdem kommen hier noch Rundungen dran, es ist eine richtig schöne, wunderbare Rundung geworden. Also super schnell. Ich bin echt begeistert. Schaut mal hier, ist doch ganz schick geworden, oder? Ich habe mir jetzt noch hier Klebeband hingemacht, dass ich mir genau die Kante einzeichnen kann. Weil dann gehe ich hier noch mal jetzt mit dem Rundungsfräser her, einfach ein kleiner 3 mm Radienfräser, mache ich alle Kanten mit, damit ich hier nichts Scharfkantiges habe. Und die Rundung hier habe ich hier mit diesem einfachen Kreisfräser gemacht. Auch das war eine Premiere, zum ersten Mal damit gearbeitet. Ging erstaunlich gut, muss ich sagen. Also besser, als ich gedacht hätte. So, ich würde mal sagen, schaut mal hier die Rundungen. Das ist doch schon richtig schick. Die Säge steht auch ungefähr schon da, wo sie hin soll. Ja, ist alles recht harmonisch, mal ein bisschen weiter weg, dass man mehr sehen kann.
Ich finde, das ist recht gut geworden. Ich muss jetzt noch das hier ein bisschen zueinander ausrichten. Das heißt, die Platte muss ich noch ein Millimeterchen anheben, dass ich hier genau auf einer Ebene bin. Hier muss ich die Seite ein Millimeterchen anheben. Oder einen halben Millimeter. Das ist also, wenn man mal guckt hier, ne, ich haue ja gerade so ein bisschen an die Kante ran. Das ist also nur minimal. Aber das muss natürlich noch perfekt sein. Aber jetzt geht es erstmal an die Türgriffe dran. Die sind nämlich eben gekommen. Oder beziehungsweise Schubkästengriffe. Die will ich jetzt erstmal machen. Und jo, bald sind wir fertig. So, jetzt bin ich soweit durch. Ich wollte euch noch mal gerade zeigen. Mal hier. Die ganze Bank ist komplett fahrbar. Die Tür geht jetzt auf wegen dem Kompressor. Ich schiebe ihn wieder rein. Und jetzt gibt es nochmal eine kleine Übersicht, wie das Ganze geworden ist. Ja, es ist soweit fertig oder noch nicht ganz fertig, weil aus dem einen Projekt folgen ja die nächsten Projekte noch. Also, die Bank ist jetzt erstmal, die Werkbank ist soweit, als Werkbank selber fertig. Ich zeige euch jetzt mal, was daraus geworden ist. Also, hier vorne haben wir keinen Boden drin, sondern hier kann ich den Kompressor komplett reinschieben. Hier hinten in dem Fach ist im Moment der Vermieter-Staubsauger drin. Der bleibt auch im Prinzip da drin. Der ist für die Absaugung, die noch kommt. Das heißt, die Kappsäge, die Schleifmaschine, hier kommt auch noch ein Anschluss dran für den Exzenterschleifer. Die Bohrmaschine, die wandert noch 30 cm nach rechts. Da kommt nämlich noch ein kleiner Nebenschrank hin und die kriegt auch eine eigene Absauge. Aber sonst haben wir hier eigentlich einen wunderbaren Schrank, teilweise mit Vollauszügen. Und teilweise auch mit Holzauszügen. Da gibt es aber ein separates Video dann zu, wo ich euch einfach mal zeige, wie geht das eine, wie geht das andere, was macht Sinn für den einen oder den anderen und auch der Kostenunterschied. Aber ja, das ist soweit das Projekt. Hier musste ich ein bisschen weiter nach vorne, weil die Kappsäge ist ein richtiges Monster. Aber die ist also jetzt auch nicht verschraubt, steht aber an ihrem fertigen Platz. Aber funktioniert jetzt voll in alle Richtungen. Der Tisch hat genau dieselbe Höhe, ist genau, also wirklich auf einen Millimeter ausgerichtet, genau wie der seitliche Tisch hier auf der rechten Seite. Hier kommt dann nochmal rechts und links ein verstellbarer Anschlag dran. Den baue ich mir auch selber, dass ich dann wirklich mir auch auf ganze Länge hier einen Anschlag hinstellen kann, um schneller Kappsägenarbeiten zu machen. Ja, ich habe ganz viele Schubkästen jetzt, habe ganz viel Platz und weiß noch gar nicht genau, wo ich was hinräume. Das ist noch eine Sache, die aussteht. Ja, was haben wir jetzt noch? Also der Bohrmaschinentisch fehlt jetzt noch. Die Absauganlage fehlt noch. Hier rum kommt wahrscheinlich auch noch ein bisschen was, ein Kasten drum, um die Späne ein bisschen bei der Maschine zu halten. Hier oben kommt ein Schraubenregal noch hin. Schraubenhalter, Bits, wo ich alles dann direkt in Griffweite habe. Ein kleines Schleifpapierregal kommt da noch hin. Das hat alles, was man braucht, direkt zum Zugreifen da ist. Also, das Projekt hat richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich auch schon wie dolle eigentlich auf die Nachfolgeprojekte und werde heute Nachmittag auch direkt noch anfangen, den Bohrmaschinenschrank zu bauen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch viel Spaß gemacht. Wenn ihr das mit den Schubkästen sehen wollt, das kommt ein paar Tage später auf jeden Fall auch raus, das Video. Und ich hoffe, ihr verfolgt beim Projekt weiter, wie das Ganze wird. Ich weiß, ich habe hier ein bisschen übertrieben mit den ganzen Erlefronten und so weiter, aber die Erle war halt übrig. Und was übrig ist, wird halt genommen. Jetzt habe ich halt mehr ein Möbelstück hier stehen als eine Werkbank. Aber ja, wie gesagt, verfolgt das Projekt. Ich freue mich drüber. Ich freue mich auch am Bauen und
Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns. Habt Spaß. Ciao.